Ja, liebe Leute, hier nun noch einmal zum ersten Teil des Uhren-Konstruktionsvideos, weil im ersten Teil, da ist doch ein netter Fehler passiert. Die Uhr, wenn man die so gedruckt hätte, ich habe sie auch so gedruckt, dann dreht sich der Sekundenzeiger alle 30 Tage einmal rum. Das ist ein bisschen langsam, also fangen wir nochmal von neuem an und das Video, das da noch im Moment aktiv ist, das wird dann gelöscht, wenn ich das hier raufpacke. So, dann, ich sehe gerade hier, ich habe 2 neue Dateien gemacht, so viel brauchen wir nicht. Das heißt, die können wir mal gerade hier schließen. Wo haben wir es da? So, mit der fangen wir an. Neue Datei angelegt im Part Design Modus. Wir fangen wieder genauso an wie im anderen Teil. Das heißt, ich gehe über Part Design und dann haben wir hier die Involute Gears. Und da werden jetzt die entsprechenden Zahnräder erzeugt. Das erste Zahnrad, das bekommt 9 Zähne und ein Modul von 2,0. Das Modul ist ein Maß, was eben angibt, wie groß die Zähne werden, und der Umfang des Zahnrades ist dann abhängig vom Modul und eben von der Zähneanzahl. Okay, das ist das erste. Das benennen wir jetzt einfach hier mit der Zahl 9. Dann können wir das kopieren, STRG C, STRG V. So einfach ist nicht, wir müssen erstmal die Funktion hier beenden, STRG C und dann STRG V, und dann können wir das hier umbenennen. Nächstes Zahnrad, das bekommt 75 Zähne. Wir benennen das erstmal um und dann wird das hier bearbeitet. Da machen wir 75 Zähne raus, auch mit dem Modul von 2. Und dann werden nun 2 Zahnräder erzeugt, eins mit 10 und eins mit 72 Zähnen. Und da muss das Modul ein wenig anders gewählt werden. Das kann man mal gerade ausrechnen. Der Abstand dieser Zahnräder hier, der wäre bei 84 mm. Das heißt, dass die Zähneanzahl 75 plus die 9, das gibt in dem Fall beim Modul 2 genau den Abstand der Achsen. Und das müsste beim zweiten Zahnrad auch so sein. Das heißt, wenn wir mal gerade schauen, wir haben also 84 Abstand und das andere Zahnrad mit den 72 plus 10, das hätte nur 82. Also teilen wir die 84 durch die 82, multiplizieren das mit dem Modul von 2 und dann ist das 2,048. Ich nehme da 2,04, ein bisschen schmaler können die Dinger schon werden. Das heißt, neues Zahnrad. Ich mache hier trotzdem einmal STRG C und V. Das nennen wir jetzt um in 10 Zähne. Doppelklick. Dann machen wir hier die 10 Zähne raus und da 2,04 als Modul. Und dann kopieren wir das und dann machen wir hier das 72 Zähne Zahnrad. Und dann haben wir da auch den Doppelklick da drauf und hier die Zahl 72. Und okay, so, das sind erstmal die wichtigsten Zahnräder, beziehungsweise ne, sind alle wichtig. Es kommen nämlich noch 2 weitere. Und zwar machen wir ruhig wieder über die Kopierfunktion. Wir haben einmal ein Zahnrad von 20 Zähne in der ersten Version. Und da machen wir 20 raus. Und da ist das Modul nun wesentlich wichtiger. Das heißt, ich mache gerade nochmal den Taschenrechner auf. Und zwar, wir bauen jetzt ein Getriebe, was 20 auf 60 Zähne hat. Das heißt 60 plus 20, das sind nur 80. Also wir haben die 84 durch die 80 mal 2. Also ein Modul von 2,1. Okay, dann packen wir hier die 2,1 rein und können das beenden. So, das kopieren wir jetzt sofort und machen hier das Zahnrad mit den 60 Zähnen. Und das muss natürlich dann auch in der Realität hier die 60 stehen haben. Modul auch da natürlich die 2,1. Und dann kopieren wir das. Jetzt kommt wieder ein Zahnrad mit 20 Zähnen.
und zwar die Version 2. Und da müssen wir wieder den Taschenrechner bemühen. Da haben wir 20 auf 80 Zähne, das heißt 100 ist da, wäre da das Maß bei Modul 2. Das ist natürlich viel zu groß, also wir teilen in dem Fall die 84 geteilt durch die 100, also 20 plus 80 und das mal 2 und dann haben wir 1,68 das Modul. Das können wir jetzt nehmen, das heißt Doppelklick hier. Was hatte ich gesagt? 1,68 wird das Modul. 1,68 und das werden auch 20 Zähne. Einmal kopieren. Nächstes Zahnrad. Das heißt dann 80 Zähne, also 80. Und dann brauchen wir hier nur noch die Zahl 80 einzutippen. So, damit haben wir die Involute Gears für die gesamte Konstruktion erst einmal festgelegt. Und wir starten mit dem gegebenen Zahnrad Nummer 1. Und das ist halt das Zahnrad mit den 9 Zähnen. Gut, da geht es genauso wie im letzten Video, einfach Zahnrad markieren und einen neuen Buddy machen. Dann brauchen wir hier nur noch den auszuwählen, aufpolstern und das wird 5 mm dick, dieses Zahnrad. Und da startet das Ganze. Das Zahnrad bekommt unten eine Aussparung, wo ein Mitnehmer später eingreift. Das heißt, wir markieren das hier und können direkt hier eine Zeichnung erzeugen. Die Zahnräder können wir erstmal alle ausblenden. Und dann starten wir hier, das ist ein Kreis. Und dann sind das 2 Rechtecke. So, die sind hier erstmal symmetrisch und die sind da symmetrisch. Gleichzeitig ist das Zahnrad noch dazu symmetrisch und das Rechteck zu dieser Strecke symmetrisch. So, jetzt können wir die rausschmeißen, die wir nicht mehr haben wollen, mit der Funktion. Das heißt, der muss weg, der. Einmal daneben getippt, dann wird die Funktion beendet. Der. Und den haben wir, dann machen wir noch den und den. So, dann schmeißen wir die hier in der Mitte einfach raus. 1, 2, 3, 4 und Entfernen-Taste. So, das ist der Mitnehmer und der hat nun gewisse Maße. So, da muss ich jetzt gucken, die habe ich mir irgendwo notiert. Ja, der Radius hier. Der Durchmesser wird da genommen. Das sind 5,7 mm. So. Die müssen noch bitte waagerecht werden. Du bitte senkrecht. Das ist er. Der glaube ich nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Die beiden müssen bitte verbunden werden.
So, das Maß haben wir festgelegt. Dann werden die da müsste da gar nicht rein. Die beiden, die sind gleich groß. Und die beiden bitte auch. Und dann haben wir das Maß hier von da nach da. Das sind bitte 9,5 mm. Da war doch noch einer falsch. So, der kriegt auch noch eine Senkrechte. Der hat die, glaube ich. Hat er auch nicht. So, jetzt haben wir alle. Und weiter geht's. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Maß hier zu nutzen. Und das sind 1,7 mm. Das heißt hochkant 1,7 mm. So, fertig ist diese Aussparung. Die brauchen wir jetzt einfach nur noch da rein zu fräsen. Also eine Tasche machen, nicht 5 mm, das ist das ganze Zahnrad, sondern das machen wir 3 mm. So, dann kriegt das Zahnrad hier oben noch was drauf. Und zwar, da machen wir eine Zeichnung. Das wird ein Kreis. Der wird 4,55 mm im Durchmesser. Und den machen wir erst einmal 30 mm. Müssen wir gleich später, wenn wir diese Maße alle nochmal anpassen, wenn man die Zahnräder alle zusammen hat. Vielleicht auch erst im zweiten Part. So, das heißt, da machen wir eine Aufpolsterung. Wie gesagt, jetzt erstmal 30 mm. Hier oben machen wir eine schöne Abrundung drauf. So, und das ist das erste Zahnrad, so wie es sein soll. Das bekommt jetzt einen Namen. Und zwar ZR1-9Z. Und dann können wir weiter fortfahren. Hier neben kommt ein zweites Zahnrad mit den 75 Zähnen. Und das wird aber nicht so auf dem Boden liegen wie das hier, sondern ein bisschen erhoben. Deswegen machen wir erstmal eine Unterlegscheibe. Das heißt, die Unterlegscheibe, da zeichnen wir einfach, wir erzeugen einen neuen Körper. So, das Ding heißt jetzt Spacer. Und da kommt eine neue Zeichnung rein auf die XY-Plane. Und das zeichne ich jetzt ruhig hier. So, da haben wir einmal einen Kreis. Und da noch einen Kreis. So, der Durchmesser hier, der wird 3,5 mm. Und der Durchmesser, der wird wegen mir 30 mm. So, das ist damit gespeichert. Das können wir aufpolstern. Und zwar wird es genau 2 mm hoch. Und dann wird das Teil noch bewegt. Und zwar, das machen wir hier über Placement, Position in X-Richtung 84 mm. So, dann wissen wir schon, da das nächste Zahnrad, das wird da drauf gesetzt. Das heißt, da brauchen wir das 75 Zähne Zahnrad. Und da machen wir einen neuen Körper raus. So, das ist das hier. Und das nennen wir jetzt ZR2-75Z. Und das zeichnen wir auch hier in dieser Ansicht. Die können wir erstmal ausblenden, den Spacer auch. Und können das erstmal hier aufpolstern. Und zwar 3 mm.
So, man sieht jetzt hier nichts. Entweder tippt man einfach die 3 und drückt Enter oder man wechselt hier in die Kombo-Ansicht, dann sieht man hier, wo man tippt und die 3 ein. Okay, da ist das Zahnrad. Das bekommt nun einmal eine Bohrung. Die machen wir aber ruhig auf diese Ebene hier und zwar das wird ein Loch und das kriegt einen Durchmesser. Wir hatten ja 4,55 mm das bei dem Zahnrad 1, also das hier wird dann 4,55, machen wir 4,75 mm. Das ist die Bohrung und das ziehen wir ab. Und durch ist es, da das Zahnrad dünner als 5 mm ist, brauche ich das nicht hier umzuändern. Das wird auch nicht dicker gemacht werden. Okay, dann brauchen wir hier einfach nur OK drücken und so, das soweit zu dem Zahnrad. Dann bekommt das Zahnrad ein so ein, das ist Unfug, was ich da erzähle, aber weil wir sind bei dem 75 Zähne Zahnrad, nicht bei dem 72 Zähne Zahnrad. Das heißt, das Maß hier ist falsch. Und zwar, da machen wir die 3,5 mm, die wir auch beim Spacer gehabt haben. Und das Zahnrad können wir jetzt einfach verschieben. Bevor ich das mache, auf das Zahnrad kommt hier ein Zehner drauf. Das machen wir auch direkt in einem Abwasch. Und zwar das hier, das wird ein neuer Körper. F2ZR3-10Z. Und aufpolstern. Und zwar 3 mm. Und das kriegt auch die Bohrung. Das heißt, wir blenden das mal gerade aus. Zeichnen hier eine Zeichnung, einen Kreis. Das Maß 3,5 mm. Schließen. Und die Bohrung. Und das Zahnrad, das setzen wir jetzt nach oben. Hier über Placement und zwar Z3 mm. Jetzt können wir das wieder einblenden. Und jetzt kann man, möchte ich hier Speichen definieren und deshalb habe ich das gemacht, damit ich weiß, wie groß die Speichen werden können. So, das heißt, das wird das aktive Objekt, also Doppelklick hier drauf. Da soll eine Zeichnung drauf. Und diese Zeichnung, die besteht aus 2 Kreisen, die um den Mittelpunkt kommen. Einmal und zweimal. Dann geben wir denen direkt noch Maße. Das machen wir mal 35 mm. Und das hier machen wir 130 mm. Und dann kommen die schon bekannten Rechtecke da rein. Einmal so. Einmal so. Und die werden bitte symmetrisch die sind gleich. Maß davon ist 15 mm und die Senkrechtheit, ja, da haben wir alles. Wir gehen einfach her und löschen das raus, was weg kann. Das heißt, die beiden bitte raus und der bitte raus, die bitte und der bitte und die bitte, die beiden und der Kreisausschnitt, die bitte und der Kreisausschnitt. So, jetzt schmeißen wir die einfach weg hier. Man sieht das schon, damit schmeißen wir auch ein Maß weg, also müssen wir das neu bemaßen. Also Punkt 1 ist, wir haben auch die
wie heißt es, die Symmetrie verloren. Das heißt, die beiden werden bitte symmetrisch das hier wird, hat er das gemacht? Mal gerade schauen. Kombo-Ansicht. Wir nehmen erstmal das zweite Zahnrad hier weg und machen erstmal unsere Aufgaben fertig. Das heißt, die kommen natürlich auch weg. So, das ist die beiden werden das hat er wohl die. Ach, die sind waagerecht. Oh. Schauen wir mal. Das wird bitte auch symmetrisch. Symmetrisch. Und das Maß hier, das werden 15. Das Maß hier bitte, das werden waagerecht die 15. So hat er mir jetzt alle wieder reingemacht. Hoffen wir mal, dass es so stimmt. Okay, hier in dem Fall stimmt es auf alle Fälle. Das heißt, da machen wir einfach eine Tasche. Also da im Hintergrund hört, das ist mein Drucker, der druckt, und da ist die Rolle leider schon mal ein wenig am Hakeln. Deswegen muss ich da ein bisschen nachhelfen. Ich denke, das stört nicht allzu sehr. So, wir haben auf alle Fälle hier unser Zahnrad. Wir machen das zweite Zahnrad wieder sichtbar. Das sind die Zahnräder 2 und 3. So, dann haben wir noch weitere Zahnräder. Also jetzt haben wir im Moment 3 Stück generiert. Das Zahnrad hier, das muss verschoben werden. Oder die beiden müssen verschoben werden. Und zwar wo sind wir? Auf Eigenschaften. Datenposition, und zwar 84 mm. Und das Zahnrad hier bitte auch um 84 mm. Und dann bekommen die auch noch eine Verschiebung ins Z. Und zwar das hier um 5 mm. Und das Zahnrad hier um 2 mm. So, das habe ich gemacht. Darunter kommt ja dieser Spacer und da liegt das auf. Und dann haben wir so hier die Zahnräder richtig. So, weiter geht's. Und zwar nächstes Zahnrad, das kommt dann hier drauf. Das wird ein Zahnrad mit 72 Zähnen. Und das heißt, da gehen wir wieder vor neues Zahnrad. Das wird aufgepolstert mit 3 mm. Und dann machen wir erstmal das Zahnrad hier weg.
Oh ne, braucht man eigentlich nicht. Also ich kann erstmal dieses Zahnrad hier entsprechend verschieben. Und zwar, das wird um Z verschoben um die 5 Millimeter. Und dann greift es da ein. Das kriegt jetzt hier eine Bohrung, das Zahnrad. Das heißt, da machen wir eine neue Zeichnung. Die kann man, jetzt mal das gerade mal so, damit man hier den Mittelpunkt schön sieht. So, da ist der Mittelpunkt. Dann machen wir das wieder weg. Dann sieht man da den Schaft. Kann das jetzt hier so dran ziehen. Durchmesser 5,15 mm. Ja, sieht gut aus. Das schließen wir damit. Das heißt Combo-Ansicht schließen und machen da eine Bohrung rein. Und ist das Zahnrad im Prinzip soweit fertig. Da kommt ein zweites Zahnrad oben drauf. Das kriegt jetzt 20 Zähne. Und zwar das ist das hier. Wir können das erstmal hier beenden und erzeugen einen Körper. So, der kriegt erstmal hier einen Namen. Das ist der ZR. Das war Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Gibt das mit 72 Zähnen. Und das hier gibt das Zahnrad 5 mit 20 Zähnen. So, den können wir auch aufpolstern. Auch 3 mm. Und dann kann das Zahnrad nach oben gesetzt werden. Das heißt, das müssten 8 mm sein. Können wir gerade schauen. Jo, das sieht gut aus. So, das kriegt natürlich auch diese Bohrung, das Zahnrad. Und zwar eine Zeichnung dort generieren. Die zeichnen wir auch jetzt hier einen Kreis ein. Und der kriegt auch den Durchmesser von 5,15 mm. Und das können wir schließen und reinfräsen lassen. So, dann haben wir, kann sein, dass ein bisschen zu breit sind die Löcher, dann kann man hinterher immer noch sich überlegen. Das Zahnrad, das kriegt jetzt erstmal hier noch was drauf. Und zwar, da kommt ein Teil hoch, da wird der Minutenzeiger dran angebracht. Das heißt, wir können die Funktion hier beenden, eine neue Zeichnung anlegen. Und zwar, das gibt zwei Kreise. Einmal ein Kreis von diesen genannten 5,15 mm und einen zweiten Kreis Durchmesser 8 mm. Und das schließen wir. Das wird aufgepolstert. Dann können wir hier mm. Ja, so sieht das nett aus. Können wir das auch hier noch entsprechend eine Rundung dran machen. Und dann haben wir die beiden Zahnräder auch fertig. Beziehungsweise nein, haben wir nicht. Und zwar, wir haben hier bei dem Zahnrad mit 25 Zähnen, haben wir hier diesen Sketch hier. Ich meine, der wäre das. Ne, der ist das hier. Der Sketch
Dem gebe ich jetzt erstmal noch einen anderen Namen, dem Sketch. Und zwar, das ist ja das mit den Speichen. Das heißt, den benennen wir um in Speichen. Und der wird jetzt kopiert. Wir können die Zeichnung erstmal wieder schließen. Pocket selektieren. Zeichnung STRG C. Dann schauen, wen müssen wir hier. Ja, so sieht es gut aus. Okay. STRG V drücken. Speichen liegen hier unten. Und so, die werden jetzt in dieses Zahnrad hier reingesetzt, einfach da reingezogen. Und da brauche ich jetzt gar nicht viel zu machen. Ich mache einfach ein Loch daraus. Ich bin aber auf dem falschen Zahnrad. Abbrechen. So, das muss nämlich in das Zahnrad 4 geschoben werden. Mal gucken, ob er das jetzt gemacht hat. Nee, das macht er nicht. Machen wir es nochmal weg. Nochmal STRG V. Jetzt das in das Zahnrad 4 reinschieben. Da haben wir es. Und da können wir jetzt hier einfach. Dafür muss aber das Zahnrad aktiv werden, also fett, und dann einfach den wählen und eine Tasche machen. Und jetzt sieht man die Speichen. Man könnte das so natürlich produzieren, aber drucken ist schwierig mit Support und so weiter. Deswegen geht man hierher und ändert die Zeichnung ab. Gehen wir auf diese Ansicht, dann sehen wir auch den Kreis hier. Dann haben wir hier den Kreis von 35 mm. Das ist der hier. Den machen wir mal auf 42. Ne, das reicht nicht. 48. Ja, das sieht gut aus. Und ja, passt. So, Zeichnung beenden und dann haben wir hier das Zahnrad korrekt mit den Speichen und druckbar. So, jetzt haben wir schon mal die Minuten. Jetzt kommen noch 2 weitere Zahnräder, beziehungsweise mehr, aber 2 große Zahnräder und wieder eins, was hier drüben platziert wird. Wir waren jetzt hier bei dem 20er, das heißt, da kommt ein 60er. Da erzeugen wir ein neues. Das wird das Zahnrad 6 mit 60 Zähnen. Und das polstern wir auf. Auch mit 3 mm. So, die können wir erstmal alle hier wegmachen. Auch das Zahnrad 1. Und wir kümmern uns jetzt um das Zahnrad. Das kriegt ja wieder eine Bohrung. Das heißt, da machen wir erstmal die Zeichnung rein. Die Bohrung von 3,5 mm. Durchmesser 3,5. Und können wir direkt reinfräsen lassen. Und dann kann man sich jetzt der Einfachheit halber einfach hier aus dem Zahnrad 4 die Speichen kopieren. Das müssen wir aber machen, wenn wir die Funktion beendet haben. So, jetzt STRG C. Ja, das sieht gut aus. Und dann STRG V. Da sitzt es hier unten. Können wir jetzt in das Zahnrad 6 reinziehen und direkt dann abziehen lassen. Okay, das ist zu groß. Das ist, weil das Zahnrad ja nur die 60 Zähne hat, ist es nicht so ganz so groß. Wir müssen also den Durchmesser hier entsprechend kleiner machen. Machen wir mal 110. 110 mm raus. Ja, das sieht gut aus. Können wir schließen und nochmal reinfräsen lassen. Jo, fertig ist die Laube.
nächstes Zahnrad, das wird das mit den 20 Zähnen, und zwar die Version 2 davon. Das heißt, wir beenden die Funktion hier und erzeugen hier ein neues Zahnrad. Das ist jetzt das Zahnrad 7 mit 20 Zähnen. Und das Zahnrad, das wird auch aufgepolstert. Und dann auch mit 3 mm. Kriegt jetzt schon mal die Verschiebung von 3 mm. Hinterher muss das natürlich noch geändert werden. Das heißt hier Placement Position Z3 mm. Und da kommt auch eine Bohrung drauf. Und hiermit auch die 3,5 mm. Und Zeichnung schließen und reinfräsen. So, jetzt verschieben wir die Zahnräder erstmal das Zahnrad 6. Beenden erstmal die Funktion. Zahnrad 6 wird verschoben um 84 mm in X. So, wir können die anderen Zahnräder jetzt erst schon mal wieder aktivieren. Zahnrad 2, Zahnrad 1. Und dann haben wir hier noch das Zahnrad 5. So, wir haben jetzt hier Zahnrad 6 darüber geschoben, Zahnrad 7 schieben wir auch darüber mit 84 mm. Und die müssen natürlich jetzt die richtige Höhe bekommen. Das heißt, dass ich schätze mal 11 mm. Ich gucken wir uns das von der Seite an. Ne, das ist zu hoch, das sind nur 8. Und das andere, das hier, das wird dann 11. So, dann haben wir das Zahnrad da auch drin. Dass sie hier nicht eingreifen, das kann man hinterher noch zurechtdrehen. Aber nach dem Druck ist das sowieso egal. Also oder für ein druckbares Ergebnis. So, damit haben wir noch ein Zahnrad zu zeichnen, das Zahnrad 8. Das bekommt die 80 Zähne hier. Und das bekommt den Namen ZR8-80Z und wird natürlich auch aufgepolstert mit 3 mm. So, das können wir jetzt direkt verschieben. Und zwar, das wird nämlich 11 mm nach oben gesetzt und bekommt jetzt hier auch eine Bohrung. Und da zeichnen wir einen Kreis ein. Wir stellen das mal gerade hier so um. Der Kreis rein. So, das waren ja 8 mm gewesen. Das heißt, das hier wird dann 8,3 mm als Beispiel. Und dann kommt da noch an. Ne, erstmal ist das die Bohrung. Das wird geschlossen. Combo schließen und reinfräsen. Und dann kommt noch der Ansatz für den Zeigeranschluss daran. Das heißt, eine Zeichnung, die kommt aber hier drauf. Eine Zeichnung. Gehen wir erstmal wieder in diese Ansicht hier und zeichnen einen Kreis um den Mittelpunkt. Der erste bekommt den Durchmesser 8,3 mm und den zweiten, den kann ich mir jetzt auswählen. Man sollte es aber schon auf den Mittelpunkt setzen, das können wir jetzt hier nachholen. So, bitte darauf. So, und der kriegt einen Durchmesser von 12 mm. So, das können wir schließen und aufpolstern.
erstmal 10. Das kann noch ein bisschen höher. 12. Ja, das sieht doch gut aus. Machen wir da auch gerade eine Rundung drauf. So, die Zahnräder sind alle konstruiert. Jetzt macht man daraus Zahnradkombinationen, weil man die ganz einfach hinterher besser, das muss man eben 2 Sachen selektieren und eine STL machen. Das möchte ich nicht. Also wir haben mehrere Zahnräder, die zusammen ausgedruckt werden. Das ist einmal das Zahnrad 2 und das Zahnrad 3. Wie man das macht, ist relativ einfach. Man kann das hier im Part-Design-Modus mit der Bool-Funktion verbinden. Das hat aber nicht so korrekt geklappt. Deshalb möchte ich das nicht nutzen. Ich nutze im Part-Modus einmal die Funktion Formteil Create a Copy Form aufbereiten. Und ich nutze die Funktion, muss ich gerade schauen, das ist die hier, vereinigt mehrere Formen. Diese Funktion habe ich mir im Part-Design-Modus ins Menü hier gelegt, sodass ich da nicht immer in den Part-Modus wechseln muss. Das heißt, ich wähle das Zahnrad 2 aus und klicke auf diese Funktion hier die Form aufbereiten. Okay, und das mache ich jetzt auch mit dem Zahnrad 3. Dann habe ich hier unten Kopien dieser beiden Zahnräder hingelegt und die kann ich jetzt verbinden. Und zwar, ich selektiere die einfach beide und klicke hier auf diese Funktion. Das ist die ich mir hier ins Menü geholt habe. Und dann wird hier nach ein bisschen Rechnerei eine sogenannte Fusion erzeugt oder Fusion in Englisch. Und da machen wir einfach einen neuen Körper raus aus dieser Fusion. Und der kriegt jetzt einen Namen. Und zwar ZR-2-3-75Z-10Z. So, das ist jetzt das kombinierte Zahnrad aus dem oberen und dem unteren Teil. Und das machen wir jetzt mit Zahnrad 4 und 5 genauso. Zahnrad 4 wird kopiert mit dieser Funktion Zahnrad 5. Dann werden die beiden markiert und eine Fusion aus denen gebildet. So, da haben wir die wird einfach selektiert, einen Körper rausgemacht. So, dieser Körper, der kriegt jetzt auch einen Namen, und zwar ZR 4 ZR-4 5 und das sind 72Z-20Z. Und dann haben wir noch das Zahnrad 6 und 7. Da machen wir das auch. Zahnrad 6, Zahnrad 7. Die beiden werden fusioniert. Nein, die werden nicht kopiert, die werden fusioniert. Das war, können wir noch mal zurückgehen. Die beiden werden fusioniert. Und daraus wird ein neuer Körper. Muss schon die richtige Funktion erwischen. So, und das ist ZR 6-7 60Z-20Z. Und dann sind wir damit fertig, weil das Zahnrad 8, das braucht nicht fusioniert zu werden, das ist ein Komplettzahnrad. So, wir haben jetzt also insgesamt druckbare Sachen. Einmal das Zahnrad 1, die Unterlegscheibe hier unten,
Dann das Zahnrad 2 und 3. Das Zahnrad 4 und 5 auf dieser Seite. Und was auffällt, bei Zahnrad 8, da fehlt noch da fehlen die Speichen drin. Das heißt, da holen wir uns jetzt aus Zahnrad 6 zum Beispiel hier die Speichen raus. Steuerung C. Schauen. Ja, sieht gut aus. OK drücken. Steuerung V drücken. So, das können wir jetzt. Wir machen einmal das Zahnrad 8 zum aktiven Zahnrad, ziehen die Speichen hier rein. Und dann können wir die jetzt sofort hier abziehen. Und so sieht das auch ganz nett aus. Ja, das kann man jetzt hier ein bisschen kleiner machen. Das heißt, ich muss mal gerade wieder an meinen Drucker ran. So, das heißt, die Speichen, die haben hier innen den Radius von 48. Da können wir hier mal 30 mm nehmen. Kann man sogar noch ein bisschen kleiner machen. 25. Schauen wir uns das mal an. Dann sieht man da ein bisschen mehr von dem Zahnrad. Ist auch andererseits besser, wenn es eine größere Auflagefläche hat beim Drehen. Das heißt, machen wir es ruhig wieder zurück auf die 35. So, schließen das Ganze. Und das ist es mit dem ersten Part soweit gewesen. Ich glaube, ging ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Ich habe es ja schon mal gemacht, alles. So, wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen und interessieren, dann lasst auch bitte ein Abo da und klickt auch gerne auf die Glocke. Und das war's dann mit diesem Video und der zweite Teil wird in Kürze folgen. Viel Spaß beim Freecaden. Tschüss!